Das ist der kleinste echte Allrad-Camper der Welt. Und das ist der Leo. Grüß dich, Leo. Schönen guten Tag. Grüß dich. Wir haben hier unsere kleine Sportskanone. Das ist der Opel Combo 4x4. Wir nennen ihn Sportskanone und Raumwunder, weil der wirklich ein sehr, sehr kleines Auto ist und aber trotzdem alles bietet, was man irgendwie brauchen könnte. Wir haben einmal ein volles Kochfeld, wo man natürlich kochen kann. Den kann man sich auch einfach schick rausholen. Der ist fixiert. Da ist hier unten drunter eine kleine Schraube. Den holst du hier raus. Dann kannst du draußen kochen. Und Raumwunder vor allem deswegen. Ihr werdet gleich schauen. Darf ich dich ganz kurz verscheuchen? Es tut mir wirklich leid. Ganz raus oder komm du doch hier rüber und wir gehen einmal auf die andere Seite. Weil das können wir gerne machen, ja. Müssen die Leute mal gucken. Simone, du darfst gerne mal auf die andere Seite gehen. Da können wir das mal dorthin. So, ich muss noch ein bisschen da rein. Genau, also das Ding ist, wir haben hier einfach eine ganz normale Liegefläche, wenn du dich einfach so alleine reinliegen möchtest. Dann haben wir hier das einfach so. Und dann kannst du aber, weil wir sind ja oft auch zu zweit unterwegs mit unserem Liebsten, dann holen wir uns hier einfach die Sicherung raus. Die habe ich jetzt schon rausgemacht und irgendwo hingelegt. Okay, ist das Bolzen oder was ist da drin? Genau, hier ist einfach so ein Splint drin, den habe ich gerade noch in der Hand gehabt. Ein Splint ist drin. Und dann ist es so, du kannst das aufmachen. Warte, ich filme das mal gerade von der Seite, dass wir das einmal kurz sehen. Du hast jetzt quasi die ganze Liegefläche verbreitert nochmal. Genau, also wir haben hier, das ist quasi unser normales Setup. Wenn ich jetzt hier aber was kochen möchte, dann ist mein Tipp, wie gesagt, Sicherung rausholen, zack, auf die halbe Fläche fahren. Auf die halbe Fläche hat er gesagt. Genau, auf die halbe Fläche, ja. Ihr werdet gleich wissen, warum nur die halbe. Weil jetzt, das ist quasi unsere Couch bzw. Kochmodus. Weil dann kann man zack machen, dann können wir uns da wunderbar schön reinhauen. Bitte Simone, geh ruhig mal rein. Und das Coole ist natürlich, dass du einmal hier die Tür offen lassen kannst. Ihr habt ihn... Ich zeige das mal gerade. Ihr habt hier vorne eine richtige Kochecke mit drin. Da sind Tanks nämlich ran, unten drunter. Wir haben hier einmal ganz normales Spülbecken mit hier unten einmal 12 Liter Frischwasser, 12 Liter Abwasser. Also wirklich mehr als genug für einen kurz- bzw. mittelfristigen Trip. Und ja, jetzt pass auf. Und deswegen ist es meiner Meinung nach das Raumwunder. Wenn ich jetzt hier kochen möchte, habe ich hier wirklich einen wunderschönen Sitzplatz. Kann hier alles zubereiten, kann hier kochen. Theoretisch, wenn du deine Füßchen einfährst, haben wir da sogar noch mehr. Wo wir jetzt unsere Kaffeetassen, zack, 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 alles mögliche hinstellen. Es ist so stabil, dass ich hier was vorstelle. Also ich würde mich vielleicht nicht draufsetzen, aber alles was hier zum Essen oder was weiß ich, was auch immer du brauchst, kann man alles hier draufklatschen. Und damit ist meiner Meinung nach wirklich alles ausgenutzt, was man irgendwie ausnutzen kann. Also wir haben echt getüftelt, dass jede Fläche irgendwie genutzt wird. Dann haben wir hier noch ein kleines Schublädchen halt für Besteck und so weiter. Ganzes Programm. Ich habe eine kurze Frage. Da ist jetzt eine Dieselheizung mit drin. Ja, da könnte man ja noch einen Wärmetauscher einbauen für warmes Wasser. Was ist kaltes Wasser hier, oder? Würde gehen. Ja, wir haben Kaltwasser, würde gehen. Wir haben jetzt in der Serie darauf verzichtet, geht aber. Also man muss nur mit uns quatschen. So, ihr habt das ganze Auto vorher gestrippt, habt die Wärmedämmung an den Seiten gemacht. Wie ist das isoliert, das Fahrzeug? Mit einem Armaflex 10er hier drunter. Man muss aber wirklich aufpassen. Man glaubt es nicht, so ein kleines Auto ist schnell überdämmt. Der hat die Heizung, wenn du die anschmeißt, es dauert 5 Minuten, 10 Minuten, das Ding ist so warm, dann musst du die echt wieder ausmachen. Und die Körperwärme reicht völlig. Du brauchst keine Standheizung. Es ist wirklich ein Passivhaus. Das heißt, der Körper selber hat ja eine Heizleistung. Richtig. Das ist ja das, was viele nicht wissen. Jetzt zeige ich mal gerade, bleib mal genau da, wo du bist, ja, dass wir das mal sehen. Und ich komme mal hier rum, denn ihr habt ein Aufstelldach oben drauf. Und das ist sensationell. Du hast nämlich dann das Raumgefühl nicht so hier drinnen, dass du komplett in einem winzigen Fahrzeug sitzt, sondern wenn ich hier mal reinfilme. Das ist nämlich das Schöne. Du kannst aber nicht stehen hier drin, du bist zu groß. Ja, ich bin 1,96, ich tue mir schwer, da jetzt mich jetzt stellen. Aber genau, ich wollte gerade sagen, du kannst dich locker leicht hier hinstellen und da rauswinkeln. Warte, ich zeig das mal gerade. Da ist die Simone. Ist noch Platz. Das richtig Coole hier bei dem Fahrzeug ist, dass du das multifunktionell einsetzen kannst. Ja? Genau, du kannst wirklich alles machen. Was halt auch wirklich das Schöne ist, finde ich, mit diesem Aufstelldach, ist halt auch einfach, dass du hier schon die Decke im Gesicht hast. Das ist auch mit der Grund. Und natürlich, klar, wenn du schläfst, willst du frische Luft. Na, dann hast du hier eine schöne Zirkulation. Aber wie ist es mit dem Wassertank? Also ihr habt ja hier Wasser. Ja. Und wo ist der verbaut? Der ist einfach hier drunter. Du kannst da ganz rechts aufmachen, die holst du dir raus, ganz simpel. Ja, einfach ein Kanister, okay. Genau, ganz simpel. Was ziemlich krass ist, ihr habt eine ganz tolle Geräuschdämmung mit dabei. Das heißt also, das, was alles schwimmen kann, ist durch Armaflexer gedämmt. Und wenn du hier die Türen zumachst, dann ist ganz leise, oder? Das ist ziemlich leise. Aber was tatsächlich, also es gibt ja auch noch den Schallex, kennt man vielleicht, den man drunter hauen kann. Haben wir nicht gemacht.
weil dieser Filz wahnsinnig gut dämmt schon von alleine. Ich finde, man hört es ja jetzt hier drin, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so gut rüberkommt, aber man hat wirklich ein schönes Raumklima hier drin, auch von der Akustik. Also ich finde es wahnsinnig angenehm, auch wenn man die Türen jetzt zumachen würde, ist richtig cozy. Also es ist einfach richtig angenehm, richtig schön. So, wir haben ja was ganz Besonderes. Wir haben ein Allradfahrzeug, das habt ihr umrüsten lassen von Dangel. Denn ich sag mal, der Konzern mittlerweile fest in der Hand von Peugeot Stellantis und da ist Dangel natürlich der Weltmeister am Umrüsten. Das gibt es normal nicht. Normal ist das ein frontgetriebenes Fahrzeug und der ist jetzt geländegängig zuschaltbarer Allrad. Genau, zuschaltbarer Allrad. Wir haben eine Differentialsperre hinten. Also der ist wirklich absolut tauglich. Ich habe den selber auch schon mal ein bisschen... Zuladung, was kann der? Ungefähr. Also ist das nur so 15 Kilo oder kann man auch ein bisschen mehr? Nein. Oh Gott. Ist egal, wir lassen es mal offen. Nee, passt. Ich bin Schreiner, ich mache hier die Ausbauten. Ich habe nicht so... Du hast den Boden gebaut? Ich habe zum Beispiel den Boden gebaut. Ich habe hier alle Möbel, die hier drin sind alle von mir. Okay, das heißt, das Fahrzeug hier hast du selber gebaut, das kennst du? Speziell den hat mein Kollege gebaut, der auch Schreiner ist, aber genau diese Ausbauten, die sind alle von mir. Also alle Möbel, die hier drin verbaut sind immer vom Schreiner gemacht, also von mir oder von mir. Also Handarbeit eigentlich. Alles Handarbeit, ja. Also ich meine, natürlich C&C kennt man natürlich. Ja. Okay, das ist auf Millimeter oder Zehntel? Also Zehntel. Also gut, ich möchte... So, das ist jetzt Multiplex, was ihr hier verbaut habt. Das heißt, auch die Oberflächen und alles, das ist alles für die Ewigkeit ein bisschen, oder? Ja, natürlich. Alles super krassfest, alles super schön zum Putzen auch. Also ich würde da nichts anderes einbauen. So, jetzt seid mal so lieb, komm mal raus. Und ist das schwer zuzumachen, eigentlich das Dach? Oder? Das Dach? Nö, gar nicht. Mach mal bitte. Nö, ach, du ziehst hier runter. Das war's. Fertig. Das war's. Und da wird's noch festgemacht. Ja, dann fixierst du es halt hier noch. Jetzt das hätte man jetzt davor machen können. Ja, macht nichts. Macht aber nichts. Einfach hochmachen. Also, ist ja Reißverschluss zumachen, damit die Fenster zu sind, ist klar. Ist ja Messe nochmal. So einfach nur hier die Gurte zu. Ganz wichtig, immer vorm Losfahren. Gurte zumachen, doppelt checken. Ja. Weil wir haben keine Lust, das Dach zu verlieren. Das ist mir schon passiert auf der Autobahn Trier-Koblenz. Bei laufender Fahrthöhe Wittlich, Aufstelldach aufgegangen, abgerissen. Auf der Gegenfahrbahn der ich sag nicht, welcher Hersteller es war. Es waren alle Sicherungen zu, aber die haben seit dem Unfall eine Zusatzsicherung eingebaut. Also mehr doch ist passiert. Kann ich dir gleich ein Video zeigen. Ja, also ich habe es gefilmt. Ja. Oh Gott, das ist ja krass. Wenn du mal rauskommst kurz, sag mal so lieb. Hier mein Klapptischchen, zack. Die Sitze kann man ja nicht drehen, das macht keinen Sinn, oder? Nein, tatsächlich für den Combo gibt es keine Drehkonsolen. Das ist ein Manko, aber meiner Meinung nach, es ist ja auch ein Dreisitzer, braucht es das gar nicht unbedingt, weil wofür musst du jetzt hier noch was zurückmachen? Das ist ein Fahrzeug, das für 2 oder 3 Leute ist. Also mein Bruder mit seiner Nichte hat es zum Beispiel auch schon ausprobiert, die konnten ja auch zu dritt drin schlafen. Alles easy, kein Problem. Man kann auch komplett drin schlafen, das heißt, du kannst es ganz ausziehen. Genau, ne? also Warte, ich komm mal nach hinten. Das kann man sehen. Es ist nämlich ein 4x4. Wir haben ja hier gerade über quasi die halbe Einstellung gesprochen. Das ist jetzt meiner Meinung nach eben das, was super zum Entspannen ist. Und sich einfach mal macht das super, die Präsentation, ne? Er ist Schreiner. Als würde es jeden Tag machen. Man kann natürlich auch einfach auf die ganze Breite auffahren. Dann hat man hier ein 1,20er Bett und dann holt man sich da noch das Kissen dazu. Und dann hast du wirklich mehr Platz. Jetzt mal eine blöde Frage. Es gibt keine blöden Fragen. Die werden hier in Deutschland gebaut, oder? Ja, natürlich. Wir sind aus Bayern, Oberbayern. Lengries kennt man vielleicht, Brauneck hat man vielleicht schon mal gehört. Da sind wir in der oberen Kaserne, da wo früher das Militär drin war. Da haben wir eine riesige Halle, wo Platz ohne Ende ist, wo wir uns total austoben können. Ja, vielleicht komm ich auch mal vorbei, gucken das Ganze an. Ja, bitte. Dangel, zeig mir mal gerade das Fahrwerk, dass wir das einmal kurz sehen. Denn das Fahrzeug ist ein kleines bisschen hier über das Seitsfenster mit drin. Kann man sehr schön sehen. Und hier, der ist ein bisschen höher. Der ist höher gelegt auf, ich glaube, 20,5 cm Bodenfreiheit. So, Offroad-Reifen dabei, dass der Matsch auch raus kann. Ja, logisch. Na, wir wollen ja auch ankommen. Ne? Genau, also wir können gerne mal hier runterschauen. Ich weiß nicht, ob man da so viel sieht von der Einstellung. Ja gut, der braucht ja einen Kardan, oder? Ja, freilich. Genau. Also der ist auf jeden Fall halt komplett aufgebockt. Alles von Dangel gemacht. Und wir kriegen die aber auch schon so fertig. So, wenn ich den weglasse, den Allrad, der ist ja nicht ganz günstig, der Dangel, dann spare ich nochmal wie viel ungefähr? 6.000, 7.000? Ja, ich denke so um den Dreh. Das Fahrzeug noch nie gehört, Opel Dangel noch nie. Nee, das ist ja eben nur die Firma Dangel, ist eben diejenige, die das umbaut. Die macht den Allrad. Okay, verstanden. So, das heißt, eure Firma heißt ISA Auto Center. Wir sind das ISA Auto Center und Alpine Camper ist quasi unsere Marke von den Campern.
Krass, sehr, sehr schön. Also das ist alles da. Da ist ja der erste Allrad Minicamper. Ist das jetzt hier Premiere auf der Messe? Ja, sozusagen. Also wir haben den schon eine Weile lang, aber es ist auf jeden Fall, ihr werdet keinen anderen finden in der Größe. T7 hast du auch gebaut? T7? Ja. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Der da meine ich. Den habe nicht persönlich ich gemacht, den hat mein Kollege eben auch zusammen gemacht. Leider hatte ich keine Zeit dafür. Ich wäre super gern dabei gewesen. Wir haben viel getüftelt. Ich werde in der Zukunft auf jeden Fall noch viel an dem rumschrauben. Leo war der Name, gell? Leo war der Name, ja. Ja, und dann Fahrzeug klein, aber fein? Ich finde es super cool, weil echt, man kann damit normal auf der Straße rumfahren, mit Alltagsfahrzeug und dann ist man einen Tag unterwegs, legt sich hinten rein, kocht, super. Klein, aber fein. Stealth-Camping ist das große Thema, mal in der Innenstadt stehen und so weiter. Zum Lüften, das ging natürlich auch ohne das Campingfenster mit dem Original oder weglassen. Ja, logisch. Du kannst hier einfach aufmachen. Theoretisch, das wäre sogar noch ein zweites auch machbar. Aber meiner Meinung nach ist die Belüftung vor allem eben über das Hubdach. Und das bringt auch am allermeisten. Okay, das habt ihr drin. Ja gut, wenn ich auf der Straße stehe, würde ich es dann nicht zwingend aufmachen. Ach so aber meinst du jetzt, wenn ich wirklich in der City bin? Ja, verstehe. Du weißt ja, du bist irgendwie spät abends und da stehst du, weil der ist ja so klein, kommst in jede Parklücke, sogar ins Parkhaus rein. Genau, ich wollte gerade sagen, da fährst du ins Parkhaus und dann fällt es niemandem auf. Letzte Frage, Idee, Dachgepäckträger, würdest du das realisieren hier drauf? Wahrscheinlich eine Verlängerung? Könnte man machen, aber dann wird es halt ein bisschen schwierig, weil ich meine, man möchte ja beides nutzen können. Ne? Die Fahrräder hinten auf die Kupplung, Anhängerkupplung dann, oder? Die Fahrräder auf die Anhängerkupplung. Achso, ja, die Fahrräder würde ich einfach hinten rein tun. Du kannst aber auch, das ist nämlich das nächste, deswegen wieder Thema Raumwunder, ne? Wir können auch hier einfach wieder zumachen. Warte, ich komme mal nochmal auf die Seite. Da sehen wir es nämlich komplett. Entschuldigung, bin sofort da. So zumachen und dann? Also, wie gesagt, Thema Raumwunder. Es ist wirklich, ich finde es klasse. Du machst hier den wieder zu. Zack. Du merkst, er ist überzeugt von seinem Produkt. Ich bin total überzeugt. Das, also auch von all unseren Modellen, ich würde den nehmen. Weil der einfach super geil ist. So, das wird mir der Kollege wahrscheinlich auch erzählen. Ja. Kannst du ein Fahrrad reintun, klar. Wir hatten auch schon mal einen Kunden, der hat sich mega gefreut, weil sein voll aufgepumptes Stand-Up-Paddle hier auch mit reinpasst. Weil dann haben wir ja wirklich die ganze Fahrzeuglänge, wo... So, wenn ich jetzt mal ganz dringend mal auf Toilette muss, was mache ich denn da? Porta Potty. Also, genau, wir haben jetzt keine eingebaute Toilette, die haben wir uns bei der Größe gespart. Wir sind Schaufelfans. Ihr schaufelt, sehr schön, ehrlich. So, eine Webasto-Standheizung ist drin. Vielen Dank fürs Einschalten. Er heißt 4x4 Opel Combo 4x4 d'Angelle. Heute ist der 14. Januar 2023. Wir sind in Halle 3 der CMT in Stuttgart. Das ist nur Halle 3 und wir haben viel zu tun. Danke fürs Einschalten. Das werden wir gleich mal zeigen. Das ist ein Volkswagen T7. Und das Ganze Alpine Camper, was hat Alpine Camper damit zu tun? Weil ihr seid ja die Isar Outdoor Center. Das ist eure Marke. Einfach, genau, das ist unsere Marke. Also wir sind das Isar Outdoor Center und der Alpine Camper ist unsere Campermarke. Ja, vielen Dank. Tschüss, Leo. Ciao. Ciao.